Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause an den Fernsehgeräten. Es ist also wieder einmal soweit, der Eurovision Song Contest findet diesmal im romantischen Seebad Brighton in der Nähe von London statt. Sie sehen hier ein paar Bilder, alte Bilder von Brighton. Das Orchester, das die Eurovisions-Signation gespielt hat, ist auch gleichzeitig das Orchester des heutigen Abends und ist sehr wichtig für alle Sänger, die da auftreten und die jetzt schon ihrem Auftritt entgegenzittern. Der seit 4 Jahren totgesagte Eurovisions Song Contest kommt also jetzt, trotz allem, während der nächsten 2 Stunden zu Ihnen ins Haus. Er soll Ihnen über das springlebendige Unterhaltungsmusik schaffen in den westlichen europäischen Ländern ein bisschen einen Überblick geben und gleichzeitig die besten und natürlich auch die kommerziellsten Schlagerproduktionen von Good Old Europe vorstellen. Da haben sich die Engländer hier bei diesen Bildern einen ganz besonderen Gag ausgedacht. Für die Showbranche ist dieser Song Contest der Eurovision jährlich ein Stichtag, dem alle Beteiligten mit spannungsgeladener Brust entgegenfiebern. Er hat auch was Sportliches an sich, denn eine Jury wird, wie Sie wissen, am Ende den Sieger ermitteln. Nach sehr fachlichen und deshalb vielleicht auch ein bisschen versteinerten Grundsätzen. Österreichs Zuschauer haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder geschrieben, sie wären mit der Entscheidung der Jury nicht einverstanden gewesen. Ihnen hätte ein anderes Lied als jenes, das dann Sieger geworden ist, besser gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, Sie sollten unabhängig von der Entscheidung der Jury, die heute getroffen werden wird, einen Sieger nach unserem, nach österreichischem Geschmack bestimmen können. Sie haben also heute die Möglichkeit, uns nach den Songs, nachdem alle 17 Songs abgelaufen sind, anzurufen und Ihren Favoriten zu nennen. Wir werden den Favoriten, sollte es ein anderer sein als der von der Jury gewählt wird, dann in Ö3 ein bisschen feiern in den nächsten Wochen. Ganz am Schluss der Sendung werde ich Ihnen dann sagen, ob sich der Preis der Österreicher mit dem offiziellen ersten Preis deckt. Unsere Nummer 0222 65 67 39. Und hier blicken wir schon hinein in die Music Hall von Brighton, wo der Eurovision Song Contest stattfindet. Sie sehen im Hintergrund die Kabinen der Moderatoren. Das Publikum ist bereits hoch gestimmt. In England ist dieser Eurovision Song Contest ein wirkliches gesellschaftliches Ereignis, auch für die jeweilige Stadt, in der er stattfindet. Ein sehr groß angelegtes Bühnenbild, in dem sich nun die Sängerinnen und Sänger der einzelnen Länder bewähren müssen. Der ständige Dirigent des Orchesters. Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, Katie Boyle. Hier ist Katie Boyle, die offizielle Ansagerin für den heurigen Eurovision Song Contest. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this, the 19th Eurovision Song Contest, coming to you from the Dome in Brighton. In a few moments, artists from 17 countries will be singing the song of their country's choice to decide which one will receive the Grand Prix of 1974. And this contest via Eurovision and Intervision is being transmitted to no less than 32 countries. So der Contest wird also in 32 Länder übertragen und viele Millionen werden ihn via Eurovision und Intervision sehen können. Well, this really is a fantastic thought, but I would still like to extend to each and every one of you a very warm welcome to Brighton. Now, the order in which the songs will be sung has been decided by the drawing of lots. And afterwards, these will be voted on by national juries in the participating countries. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Jetzt geht also das Ganze nochmal in Französisch herunter. Die Reihenfolge der Auftritte wird natürlich immer wieder durch das Los bestimmt und die Bestimmung dieses Loses ist ja auch etwas Spannendes für diejenigen, die daran teilnehmen. Denn Sie können sich vorstellen, dass natürlich der erste Platz nicht gerade ein prominenter Platz ist, während der letzte Platz selbstverständlich gerne in Anspruch genommen wird. Diesmal war Italien das glückliche Land. Gigliola Cinquetti wird an letzter Stelle singen und sie hat auch gleichzeitig einen richtigen Favoriten.
mitgebracht. Wenn ich in die Reihenfolge schnell sagen darf: Finnland, England, Spanien, Norwegen, Griechenland, Israel, Jugoslawien, Schweden, Luxemburg, Monaco, Belgien, die Niederlande, Irland, Frankreich ist diesmal nicht dabei. Nach Irland kommt also gleich Deutschland, die Schweiz, Portugal und Italien. Sie sehen rechts im Bild die große Anzeigentafel. Da geht es dann am Schluss, wenn die Jury entscheidet, sehr turbulent zu. Eh bien, mesdames et messieurs, le moment est venu d'écouter la première chanson dans ce concours. Ladies and gentlemen, the moment has come to hear the first song in the Eurovision Song Contest of 1974. Jetzt steigen wir also ein ins Programm. Wir hören gleich den ersten Song, Finnland. Man könnte beinahe sagen, das unglückliche Finnland. Denn es hat den ersten Platz gezogen, zählt zu den traditionellen Verliererländern des Eurovision Song Contests, ist aber nach wie vor mit sehr viel Intensität mit dabei. Die junge Dame, die singen wird, heißt Carita. Da ist sie schon. Ein nettes finnisches Mädchen. Sie ist in Finnland nicht so sehr bekannt, bei uns überhaupt nicht. Aber Ossi Runne, der die Kleine begleiten wird, beziehungsweise das Orchester dirigieren wird, der ist sehr bekannt als Musiker in Finnland und in der Welt. Das Lied heißt Halt mich warm, Alle mene pois. Wir sehen hier Carina bei Spaziergängen in Helsinki. Und jetzt schalten wir wieder live in the Dome nach Brighton, wo Carita sehr aufgeregt als Erste auf die Bühne kommen wird. Das ist Ossi Runne, von dem ich Ihnen vorhin erzählt habe. Something's happening to our lives. By the time it's summer, frightened minds of winter, I will free from their icy spell, bring you fragrance from nature's well. I'll soothe away your worries, show you how my love is. Say you'll stay and keep me warm. It's simple to say, I need you, I must be certain. If you go away, you know there's nothing for me. Oh my friend, stay and sit with me. The nights ahead could be warm and free. The morning winds I give you, oh I won't disappoint you. Say you'll stay and keep me warm. I need you, it's simple to say. You, I must be certain. If you go away, you know there's nothing for me. Oh my friend, when the summer comes, we'll be younger, we'll have our fun. I'll soothe away your worries, show you how my love is. Say you'll stay and keep me warm. Say you stay and keep me warm. Say and keep me warm. Say and keep me warm. Das ist also die kleine Carina, die nach guter alter Crooner-Manier sich auch ans Klavier gesetzt hat. Keep me warm, halt mich warm.
So, und jetzt ist England an der Reihe, schon der erste Favorit heute. Favorit vor allem wegen der weltbekannten Sängerin, die die Engländer hier in Brighton auf die Bühne stellen. Keine geringere als Olivia Newton-John. England hat seit 1956, seit da gibt es den Song Contest, zweimal gewonnen. Und zwar 67 hier in Wien mit Puppet on a String und 69 in Madrid, zusammen mit Spanien, mit Niederlanden und mit Frankreich. Das ist die Show gewohnte Olivia. Hier sitzt sie, umgeben von Reportern. Das hier sind Fotos von Auftritten der Olivia Newton-John. Das Lied heißt Lang lebe die Liebe, Long live love. Ist ein wirklich reizendes Mädchen und hat nicht nur in England, sondern in der Zwischenzeit bereits in der ganzen Welt große Erfolge. Eine ganze Reihe von Langspielplatten gibt es bereits von ihr. Und da kommt auch schon Nick Ingman, der Dirigent. Ja, er nimmt die Sache wirklich ernst. Und da der große Star, Olivia Newton-John. Die Engländer jubeln ihr natürlich zu. Sie ist der lokale Matador heute. Natürlich großen Jubel. Das Watschen einfach geschriebene Lied geht auch sehr ins Ohr. Long, long live love. Punkten Sie bitte zu Hause mit, wenn Sie Lust dazu haben, und rufen Sie uns dann an, welcher der 17 Schlager Ihnen am besten gefallen hat. Unsere Nummer, Sie wissen es ja, 65 67 39 in Wien. Sie haben schon gesehen, Spanien ist jetzt an der Reihe und das ist Perret. Er heißt in Wirklichkeit Pedro Pubil Calaf. Perret kennen Sie von einem einzigen Titel, nämlich Porriquito. Ich glaube, da singt dann gerade, wir hören den Ton nicht. Spanien hat 68 und 69 den Song Contest hintereinander gewonnen, ist auch gleichzeitig ein verbissener Teilnehmer und ein Verfechter dieses Eurovision Song Contests. Das Lied heißt, das Perret singt, Canta y sé feliz, zu Deutsch etwa Sing und sei glücklich, geschrieben und komponiert von Perret selber. Und hier ist ein Herr namens Rafael Ibarrbia, das ist der Dirigent. Er wurde im letzten Moment ausgewechselt, weil Herr Calderón, der ursprünglich dirigieren sollte, krank wurde.
Also Daumen drücken für Spanien. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero no sirve de nada. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente no sirve de nada. Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida, ay si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo. Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida, así queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar, así queréis tener cantar, alegría sí, cantar, que para disfrutar cantar, cántese feliz, y que cantar conmigo que para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz cantar, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, canta y sé feliz, canta y sé feliz, cantar y cantar. Ja, der jagt die Ameisen aus dem Kuchen. Das war Perret mit der spanischen Nummer und ich glaube, dass da sehr, sehr viel Erfolgsmöglichkeiten drinstecken. Wir haben ihm ein Mikrofon gleich hinter die Krawatte gebunden. Hoher Besuch, wie Sie hier sehen. Aber es geht gleich weiter. Gleiche Chancen für alle. Norwegen ist an der Reihe. Das traditionelle nordische Land, ein traditionelles Verliererland, auch beim Eurovision Song Contest. Die hübsche Anne-Karin Ström heißt sie. Wird das Lied Der erste Tag der Liebe singen. Ich habe das Lied schon ein paar Mal gehört. Ich habe es wirklich ein paar Mal angehört, aber ich habe immer noch den Eindruck gehabt, dass es halt doch ein bisschen altmodisch geworden ist. Aber bilden Sie sich selber Ihr Urteil drüber. Sympathisch ist sie jedenfalls. Und jetzt ist sie dran. Anne-Karin Ström für Norwegen. Und alle Norweger drücken die Daumen. Frode Tingnas, der Dirigent, tritt ans Pult. Und schon ist sie da. And today is the first day of living, understanding the word of the day, sowing faith in the things we believe in. There will always be help on the way. We are changing the tide every hour. We are clearing the sky of the clouds. And we know that without human power, every day is the first day of love.
Ja, das also war Norwegen. Wir haben bereits nach den ersten drei Beiträgen, dass ich es über die Zunge bringe, schon zahlreiche Anrufe bekommen. Wir geben Ihnen ja jetzt die Möglichkeit, auch selber einen österreichischen Geschmackssieger zu ermitteln. Da liegt also England jetzt an der Spitze. Aber Sie sollten sich alle 17 ansehen. Griechenland zum Beispiel ist zum ersten Mal beim Eurovision Song Contest mit dabei. Wunderschöne Bilder erinnern an den Urlaub, den Sie noch vor sich haben. Und das ist Marinella, die Sängerin des griechischen Beitrags aus Athen. Das Lied heißt Der Wein, das Meer und meine Geliebte, sehr stark folkloristisch angehaucht. Bouzouki ist natürlich mit dabei. Sie hat eine sehr herbe Stimme. Sie werden es dann hören. Hier ist also Griechenland mit Marinella zum ersten Mal dabei und mit Krasi Thalassa Ketagorimou. Der Dirigent George Katsaros. Στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να πω. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στον δρόμο να πω να φύγω. Όμως μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Όταν έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Και το μπουζούκι τη νύχτα το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Όταν έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λα, ρα, λα, 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 λα. La 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 la. La 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 la. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Ja, es wird immer deutlicher. Je mehr künstliche Strömungen in die Popmusik hineinkommen, desto mehr besinnen sich die Länder des Eurovision Song Contests auf ihr folkloristisches Repertoire. Wir haben das vorhin schon gesehen bei Spanien, jetzt auch in Griechenland. Israel ist zum zweiten Mal dabei beim Eurovision Song Contest, war voriges Jahr, ich glaube, auf dem zweiten Platz gelandet. Diesmal ist es die Pugi Group, die für Israel singt. Auch hier werden Sie wieder ein stark folkloristisches Lied hören. Es heißt, ich gab ihr mein Leben und Pugi singen es in Hebräisch. Jonathan Rechter wird die Gruppe dirigieren, das Orchester dirigieren, das die Gruppe unterstützt mit ihren Instrumenten. Dani Sanderson hat die Musik geschrieben und er ist auch verantwortlich, gemeinsam mit Alon Olearczyk, für den Text.
Poogie Group tritt jetzt eben in der Music Hall in Brighton auf die Bühne und singt für Israel. Das also war Israel, die Poogie Group. Ich darf Ihnen vielleicht einen Bericht von der Telefonfront geben. Die österreichischen Zuschauer haben einen ganz klaren Spitzenreiter bis jetzt. Nach 5 Beiträgen führt für Österreich Großbritannien klar vor Spanien. Jugoslawien ist jetzt an der Reihe. Jugoslawien wird ebenfalls eine Gruppe präsentieren, die Korni Group. Und diese Korni Group bringt ein Lied von Kornelije Kovac, das ein sehr programmatisches Lied ist. Ich möchte beinahe sagen, es ist ein politisches Lied. Es heißt Generation 42, der Jahrgang 42, wenn Sie so wollen, und ein sehr zeitbewusstes Lied, das die Korni Group aus Jugoslawien hier in Brighton singen wird. Der Dirigent ist Zvonimir Skerl. Er wird jetzt gleich hinten auf der Bühne erscheinen, am Dirigentenpult. Hier sehen Sie aus Zagreb ein paar Bilder. Und jetzt sind wir wieder in Brighton. Hier ist Zvonimir Skerl. Und hier die Korni Group. godine činilo se kao da će sneg, a stigao je rat.
i vojnik neki tuđ i strah. Mene majka moja rodi, da sanjam o slobodi. Prvoj noći da čujem zveke, da plačem sa rukom na usnama. Moja generacija i 42. dobro je pregurala burne dane te. Moja generacija i 42. To je vreme spavala i čeznula za mlekom. Sad je vreme sasvim drugo i put svoj svako ima. Što god smo dalje, sve više hoću da znam gde živi, gde pije, peva, gde je sad. Moja generacija i 42. Sva se već poženila i čuva slatku decu. Moja generacija i 42. već se ozbiljila, jer tako mora biti. Ja, man muss den Burschen aus Jugoslawien einigen Mut bescheinigen. Sie haben offensichtlich ganz bewusst auf einen kommerziellen Hit verzichtet und dafür einen musikalisch sehr interessanten Song auf die Bühne von Brighton gestellt. Schweden ist jetzt an der Reihe. Schweden hat noch nie gewonnen und will jetzt offensichtlich mit Macht gewinnen. Denn was die Gruppe ABBA bietet, das ist niemand anderer als Björn, Benny, Anna und Frida. Unter diesen Namen waren sie früher bekannt. Das ist bereits schon Favorit in vielen Hitparaden. Sie kennen es, wenn Sie Popfreund sind, ganz bestimmt schon. Es ist Waterloo, ein dem modernen Pop-Empfinden entsprechender Song. Er ist absoluter Favorit, aber bitte lassen Sie sich dadurch nicht beeinflussen, wenn Sie mitpunkten zu Hause in unserer österreichischen Nebenjury 65, 67, 39. Dann soll allein Ihr Gefühl sprechen. Als Napoleon verkleidet, Waterloo heißt das Lied, tritt hier Sven-Olof Waldorf, der Dirigent, auf. Ist ein ganz besonderer Gag, den gab es bisher beim Eurovision Song Contest noch nie. Chance is given of the fight, and how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. So how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Schweden mit Waterloo und diesmal werden sie sicher im Spitzenfeld landen. Das steht ganz
außer Frage. Ich darf Ihnen vielleicht jetzt noch einmal kurz von der Telefonfront berichten. Die österreichischen Spitzenreiter nach 7 Beiträgen. Immer noch England vor Spanien und Israel. Ja, jetzt ist Luxemburg an der Reihe. Ein echt europäischer Staat, denn das Luxemburger Lied wurde von Deutschen geschrieben. Von einer Engländerin wird es gesungen, von Irene Shear. Sie sehen sie hier, spazierengehenderweise. Und ist im Original französischsprachig. Es heißt Bye Bye, I Love You, brauche ich Ihnen nicht zu übersetzen. Irene Shear wurde gerade im letzten Jahr im deutschsprachigen Bereich zu einem richtigen Star. Dirigiert wird Bye Bye, I Love You für Luxemburg von Charles Blackwell. Ein Musiker, der sich auch schon profiliert hat. Und hier ist Irene Shear in ihrem typischen lindgrünen Kleid. Moi je ne savais presque pas parler français. Quand on s'est connus tous les deux, de ton côté tu ne dis pas un mot d'anglais, mais tu devinais dans mes yeux et nous étions heureux. Tous les rêves sont permis. Pourtant ce soir je te quitte. Ton courage changé si vite que nos rêves sont finis. Bye bye, I love you, c'était le plus bel été de ma vie. I love you, chérie. Le cœur m'a pris, je pars en laissant derrière moi tant de peine, tant de jours, tant d'amour avec toi. Tous les rêves sont permis. Je t'aimais, je vais confiance. J'attendais de l'existence. C'est que tu m'avais promis. Tous les rêves sont permis. Tu n'as pas été fidèle. Tu m'as fait pleurer pour elle. Trop de fois tu m'as menti. Bye bye, I love you, c'était le plus bel été de ma vie. I love you, chérie. Le cœur m'a pris, je pars en laissant derrière moi tant de peine, tant de jours, tant d'amour avec toi. Bye bye, I love you, c'était le plus bel été de ma vie. I love you, chérie. Le cœur m'a pris, je pars en laissant derrière moi tant de peine, tant de jours, tant d'amour avec toi. Mais pour nous pardonner, rejeter et s'aimer comme avant. Irene Shear hat für Luxemburg gesungen, einen deutschen Schlager, wurde von Deutschen komponiert und getextet. Das französische Original sollte also die Verbundenheit Luxemburgs zum französischen Raum dokumentieren. Irene Shear hat gesungen. Jetzt ist das kleine Fürstentum Monaco an der Reihe. Ist auch ein ständiger Teilnehmer des Eurovision Song Contests und hat auch schon einmal gewonnen, nämlich 1971. Sie werden sich erinnern an den Schlager Un banc, un arbre, une rue, gesungen von Severin damals. Das diesjährige Lied ist im Aufbau, Sie werden es ja dann gleich hören, diesem Schlager ganz ähnlich. Da haben die Monegassen halt einfach auf Nummer sicher gesetzt. Es heißt einer, der bleibt und einer, der geht. Der Sänger heißt bei uns nicht bekannt Romuald. Und hier ist Raymond Donnet, der Dirigent, ein ganz junger Dirigent.
celui qui restait le perdant. Celui qui part, c'est déjà que quelqu'un l'attend. À la fin d'un amour, à l'instant du dernier regard, il y a toujours sur terre quelque part celui qui reste et celui qui s'en va, celui qui parle et celui qui n'ose pas, celui qui pleure, celui qui baisse les yeux. Il y a toujours à l'instant d'un adieu, celui qui reste et celui qui s'en va, celui qui triche et celui qui ne sait pas, celui qui va très bientôt trouver l'oubli, et l'autre qui restera seul toute sa vie. Bien sûr, je te comprends, il fallait t'en arriver là. Tu as la force de partir, je ne l'ai pas. Bien sûr que je comprends, bien sûr que je ne t'en veux pas. Mais déjà, nous voilà devenus toi et moi. Celui qui reste et celui qui s'en va, celui qui parle, celui qui n'ose pas, celui qui pleure, celui qui baisse les yeux. Il y a toujours à l'instant d'un adieu, celui qui reste et celui qui s'en va, celui qui triche et celui qui ne sait pas, celui qui va très bientôt trouver l'oubli, et l'autre qui restera seul toute sa vie. Celui qui reste et celui qui s'en va. Ja, das also war der Beitrag aus Monaco, gesungen von Romuald. Ich muss Ihnen jetzt von der Front der österreichischen Zuschauer berichten, von der Telefonfront. Hier liegt jetzt, es ist eine Änderung, Schweden an der Spitze vor Großbritannien und vor Israel. Ich bedanke mich, dass Sie uns so zahlreich anrufen und dass Sie solches Interesse zeigen am Eurovision Song Contest. So, jetzt ist Belgien an der Reihe. Der Sänger, den Sie aus Belgien hier in Brighton auf der Bühne sehen werden, heißt Jacques Hustin. Man kennt ihn bei uns noch nicht, ist aber ein interessanter Typ und ich hoffe für ihn, dass er ein bisschen mehr ins internationale Business einsteigen kann. Ist ein guter Sänger. Das Lied ist sehr groß, breitflächig, dramatisch angelegt. Eine Art Barockbeat, die Sie da zu hören kriegen. Es heißt Blume der Freiheit. Pierre Schiffer dirigiert das Orchester in Brighton. Und hier ist er schon, Jacques Hustin. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Est-ce vraiment un enfant du bon Dieu que j'ai vu passer ce matin? Il avait l'air déjà d'un petit vieux qui n'attend rien du lendemain. Est-ce vraiment un homme à qui j'ai parlé? Il me regardait sans me voir. Pourtant rien d'autre ne nous séparait que le grillage d'un comptoir. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens
qui étais la princesse du vent. Est-ce bien ici que tu vis? Dans ce palais de verre et de ciment, où les arbres sont l'ennemi. Tu as les doigts crispés sur l'avenir, sans voir que le présent est mort. L'heure est venue pour moi de repartir. Ce soir, je serai seul encore. Reviens sur la terre, c'est l'heure de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, c'est l'heure de liberté. Reviens sur la terre, c'est l'heure de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, c'est l'heure de liberté. Belgien, Fleur de Liberté, Jacques Hustin hat gesungen. Nach 10 Beiträgen liegt jetzt in der Wertung der österreichischen Zuschauer Schweden ganz überlegen mit seinem Song Waterloo vor Großbritannien und Israel an der Spitze. Das wird also jetzt doch schön spannend. Die Niederlande sind jetzt an der Reihe. Auch die Niederlande sind ein nicht ganz erfolgloses Land. Sie haben zweimal den Song Contest bereits gewonnen. Diesmal ist es ein sehr bekanntes Duo, Mouth and McNeil, in Fachkreisen auch La Belle et Le Bête genannt, das die Niederlande vertritt hier. Das Lied wird in Englisch gesungen, denn das darf man jetzt auch beim Eurovision Song Contest in einer anderen als in der Landessprache zu singen. Es ist unwahrscheinlich, was die beiden immer wieder treiben. Das machen sie auch bei ihren Auftritten so. Es ist mehr oder weniger ein Stimmungsmarsch, zumindest im Refrain, das Sie jetzt hören werden. Und er heißt I See a Star. Mouth and McNeil, dirigiert von Harry van Hoof, für die Niederlande. The days and nights went by, but no one told me they can be fun too if you only see. There's such a lot of beauty you can live for. You only need someone to open up your eyes, And you will see things never seen before. I see a star, a brand new star. It's like that twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. I see a star, a brand new star. It's like that twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. You open up my eyes for all the beauty we're inhaling every day. it's been there all my life, so it's my duty. I won't lose sight of this, the fire that you lit. We'll keep on burning till the end of time. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. I see a star, a brand new star. It's like a twinkling in your eyes.
Das waren die Niederlande mit Mouth und McNeil, I See a Star. Wenn Sie zu Hause mithelfen wollen, ein spezial österreichisches Ergebnis zu finden, dann rufen Sie uns bitte an, 65 67 39 in Wien und bitte keine andere Nummer, nur 65 67 39. Jetzt ist Irland an der Reihe, wir sehen ein paar Bilder aus Irland. Tina Reynolds ist die Sängerin, eine typische Irin, eine typische Engländerin, könnte man beinahe sagen, von unserer Sicht aus. Sie wird ein sehr beschwingtes Lied präsentieren, ganz in der Eurovisionsmasche gestrickt und mit der typischen Eurovisionszeile La 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 La. Der Titel heißt Cross Your Heart, ist ein Clap-Hands-Hit, wie man so schön sagt, und wird dirigiert von Coleman Pearce, und der nicht unbekannte Komponist Paul Little hat das Lied geschrieben, er hat es auch getextet. Hier ist Coleman Pearce, fast zu Hause und doch nicht daheim, könnte man sagen. Und jetzt wird sie gleich auftreten. Tina Reynolds für Irland. Das war Irland. Tina Reynolds hat für Irland gesungen, La 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 oder Cross Your Heart, wie immer Sie wollen. In der österreichischen Telefonwertung liegt Schweden noch immer ganz klar vor Großbritannien und vor Israel. So, und jetzt ist Deutschland an der Reihe. Von 14 deutschen Journalisten, die man befragt hat, hat keiner auf einen deutschen Sieg getippt. Aber was nicht ist, das kann ja immer noch werden. Das Stimmungsduo, wir alle kennen sie, Cindy und Bert, wurde dafür gewonnen, beim Eurovisions-Contest Deutschland zu vertreten. Kein geringerer als Kurt Feltz hat den Text für den Schlager geschrieben und Werner Scharfenberger hat diese Melodie geschrieben. Sie heißt Sommermelodie. Sie sehen hier Werner Scharfenberger, er ist verantwortlich für die Musik. Und Cindy und Bert sind jetzt sicher schon aufgeregt. Sie vertreten unsere Brüder im Norden. Sie vertreten Deutschland beim Eurovision Song Contest mit der Sommermelodie.
oft geschrieben, es ist vorbei, doch du bist da und das finde ich schön. Ich soll dich nicht mehr lieben, du bist nicht frei und ich muss gehen, ich muss gehen. Ich hab dir angesehen, was du verschweigst, denn auf dein Herz, das was sich verirrt. Und keiner weiß, was nun wird. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei. Wir beide sind verliebt und das darf doch nicht sein für uns zwei. Die Sommermelodie, die sagt, du bist nicht frei. Und diese kalte Rose geht einmal vorbei. Wir sehen oft uns wieder und unser Traum, der ist so schön, doch leider nicht wahr. Und dieses Lied der Liebe klingt durch den Raum, wir sind ein Paar. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei. Wir beide sind verliebt und das darf doch nicht sein für uns zwei. Die Sommermelodie, die sagt, du bist nicht frei. Und diese kalte Rose geht einmal vorbei. Die Sommermelodie, ist nur Träumerei. Und diese Zeit der Rosen geht einmal vorbei. Auch den berühmten Halbtonschritt haben sie sich nicht verkneifen können. Das war also das deutsche Lied, die Sommermelodie, von Cindy und Bert interpretiert. Ja, jetzt ist Switzerland an der Reihe, die Schweiz, die Schweizer Nachbarn. Ein Österreicher, ein gebürtiger Österreicher hat die Melodie für die Schweiz geschrieben. Er heißt Pepe Ederer. Und leider ist es halt doch ein bisschen ein Schmachtfetzen geworden. Sie werden es ja dann gleich hören. Pierre Martel hat die Aufgabe, dieses Lied für die Schweiz zu singen. Mein Ruf nach dir, so wird es genannt. Pepe Ederer werden Sie gleich kennenlernen, den Komponisten. Er dirigiert sein Oeuvre hier beim Eurovision Song Contest selber. Tippen Sie bitte zu Hause noch mit. Wir wollen nach Ablauf aller Beiträge auch gleich die österreichische Zuschauerwertung haben. Momentan ist es so, dass Schweden an der Spitze liegt, und zwar ganz klar vor Großbritannien und Israel in der österreichischen Zuschauerwertung. Pierre Martel singt für die Schweiz. Mein Ruf nach dir. Sehnsucht nach der Vergangenheit und die Erinnerung an unser Glück. Treiben ein wildes Spiel mit mir und jeden Augenblick der Zeit. Ich hole ihn aus der Vergessenheit zurück. Mein Ruf nach dir, das wird ein Schrei der Liebesleid. Das Lied der Sehnsucht
wenn es so weitergeht, ganz ohne dich. Tage, die nichts als Träume sind, mein Leben ist ein leerer Raum, die Wirklichkeit ist nur ein Schattenbild für mich. Mein Ruf nach dir, das ist wie ein Schrei der Liebe. Das Lied der Sehnsucht singt dazu der Wind. Mein Ruf nach dir soll wie ein Strahl der Sonne sein, der unsere Liebe neu zum Blühen bringt. Nach dir soll wie ein Strahl der Sonne sein, der unsere Liebe neu zum Blühen bringt. Der unsere Liebe neu zum Blühen Das war die Schweiz. Der Ruf nach dir mit Pierra Martel. In der Zwischenzeit hat sich in der österreichischen Wertung, in der Wertung der österreichischen Zuschauer ein bisschen was geändert. Erster Platz noch immer Schweden, zweiter Platz noch immer Großbritannien, aber dritter Platz jetzt wird von den Niederlanden eingenommen nach 14 Beiträgen. Die Anrufe unserer Zuschauer haben diese Wertung gemacht. Portugal ist jetzt an der Reihe. Paulo G. Carvalho wird singen. Das Lied stammt von José Nissa und von José Calvário. Er singt in Portugiesisch und es ist halt die gängige Unterhaltungsware, die er uns da bietet. Ein bisschen verwaschen, wenn ich das sagen darf. Ich kenne das Lied schon. Ein sehr sympathischer Sänger übrigens, Paulo. Hier ist der Dirigent José Calvário. Und jetzt geht's los für Portugal and Then After Love. E depois tu adeus. Quem sou, o que faço aqui? Quem me abandonou, de quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficar.
Der portugiesische Beitrag von Paulo G. Carvalho, gesungen. And then after love. Und dann nach der Liebe. Na, da hat es ein paar Kameraschwierigkeiten gegeben, aber schon wieder behoben. Das ist eine Live-Sendung. Und wie Vico Torriani so schön sagt, das Schöne an einer Live-Sendung sind die Pannen, die da passieren können. Italien an letzter Stelle, das ist eine wunderbare Position, von der jeder träumt, der am Eurovision Song Contest teilnimmt. Gigliola Cinquetti hat bereits einmal gewonnen, 1964. Das Lied kennen Sie, Non ho l'età. Und diesmal ist sie also wieder dabei mit einem Lied, das den kurzen Titel trägt, Sì. Zu Deutsch Ja. Es ist ein echter Favorit, auch hier in Brighton. Und Gianfranco Monaldi dirigiert das Orchester für Italien. Gigliola Cinquetti, süß und liebreizend wie immer, betritt hier die Bühne und wird ihr Lied als letztes trällern. Sul vestito mio non leggevo più nei pensieri miei, ma poi si fece chiara l'atmosfera e dovevo dirgli sì, sì. La mia mente disse sì. Per paura, per amore, non me lo chiesi mai. Sì, dolcemente dissi sì, per provare un'emozione che non ho avuto mai. E quando nel suo viso tutto il cielo si scoprì, Das also war der letzte Beitrag, Italien, zu diesem Eurovision Song Contest 1974. Gigliola Cinquetti mit ihrem Lied Sie, ein langsames Lied, ein sehr emotionelles Lied, zum Unterschied von den schnellen Liedern, die bisher im Geschmack der österreichischen Zuschauer eigentlich vorne rangieren. Uns haben die Zuschauer angerufen und es steht also jetzt so, dass Schweden an erster Stelle, Großbritannien an zweiter und Niederlande an dritter Stelle ist. Aber jetzt wollen wir uns einmal der offiziellen Jury widmen. Jedes teilnehmende Land hat eine Jury entsendet. Sie besteht aus jeweils 10 Mitgliedern.
Jedes Mitglied dieser Jury hat einen Punkt abzugeben für dieses Land, das sie am würdigsten hält, den ersten Platz zu besetzen. Es ist natürlich nicht möglich, dass eine Jury von England für England punktet, also für das eigene Land darf die Jury nicht punkten. Auf der großen Anzeigentafel werden Sie dann sehen, wie im Verlaufe der Wertung die Plätze tauschen und das ist immer ein ganz spannendes Spiel. Ich würde sagen, wenn Sie zu Hause noch anrufen wollen, Sie haben jetzt noch genau 5 Minuten Zeit dazu, dann schließen wir unsere Telefone dafür. Wir wollen also neben dem Ergebnis, das die offizielle Jury ermittelt, auch ein Ergebnis der österreichischen Zuschauer haben. Es gibt jetzt einen unterhaltenden Beitrag. Während dieser Zeit wird die Jury ihre Sitzungen haben und die Vorsitzenden der Jurys geben dann, während dieser Beitrag läuft, ihre Wertungen dem Vorsitzenden ab. Und dann wird also die ganze Prozedur abgewickelt und wir werden das an der großen Anzeigentafel sehen, wie es läuft. Nach 17 Beiträgen, also nach den gesamten Beiträgen, steht es in der Gunst der österreichischen Zuschauer folgendermaßen: Schweden ganz überlegen vor England, zweiter Platz, Großbritannien, Sie erinnern sich, Olivia Newton-John, und Niederlande, Mouth and McNeil. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ergebnis, das an der Anzeigentafel in Brighton dann erscheinen wird, sicher ähnlich sein wird. Aber da lassen wir uns noch überraschen. Wombles are organized, work as a team. Wombles are tidy and wombles are clean. Underground, overground, wombling free. The wombles of Wimbledon, common are we. When the sun doesn't shine and it's cloudy and grey, and it's only the beginning of the wombling day, and you've got to do the washing up for Madame Cholet. Remember, 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 remember. Remember you're a womble. 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 Remember what a womble, womble, womble you are. Remember you're a womble. 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 Remember what a womble, womble, womble you are. People don't notice us, they never see. Under their noses a womble may be. Womble by night and we womble by day, looking for litter to trundle away. We're so incredibly, utterly tedious, making the most of everything. Even bottles and tins, pick up the pieces and make them into something new. It's what we do. Underground, overground, wombling free. The wombles of Wimbledon, common are we. Making good use of the things that we find, things that the everyday folks leave behind. Jetzt sind wir also wieder live in der Music Hall in Brighton. Die BBC hat natürlich das ein bisschen genützt, um Brighton in den Vordergrund zu stellen. Wählen Sie für die Wombles, steht auf diesem Plakat. Die Wombles, das sind diese Figuren. Now is the moment when we find out who voted for which song. But just before we do, I'd like to explain how the votes are cast. Now,
Die Fernsehsprecherin erklärt uns jetzt noch einmal, wie die Prozedur des Wählens der einzelnen Lieder vor sich geht. Ich hatte es Ihnen vorhin schon gesagt, die Jury besteht aus 10 Leuten, die jeweilige nationale Jury. Und jeder davon hat einen Punkt abzugeben für das Land, von dem er glaubt, dass es würdig ist, den ersten Platz zu besetzen. Der Chairman, der Vorsitzende der Jury, wird dann dieses Ergebnis jeweils dem Mr. Brown, Sie sehen den Herrn, Sie haben ihn gesehen, mit der Brille am Tisch sitzen, an diesem großen Pult sitzen. I will call up each country and ask their spokesman, their jury spokesman, to give me their votes in the order in which the songs have been sung. Now, should we lose a country, lose contact with a country, I will call that country back up again when all the voting is finished. If even then I can't get through to them, well, I'm afraid that jury's votes will have to be considered null and void, but I certainly hope we won't lose anybody on the way. Eh bien, mesdames et messieurs, le moment culminant de la soirée est arrivé, le moment de recueillir toutes les voix. Mais avant ça, je voudrais vous expliquer comment ces voix ont été accordées. Donc, chaque jury est composé de 10 membres. Chaque membre a le droit de donner un vote à chaque chanson qu'il choisit, à la chanson qu'il choisit. Et chaque jury peut donc déclarer 10 voix. Et aucun pays peut naturellement voter pour sa propre chanson. Et un point très important, c'est que les jurys, maintenant qu'ils ont entendu toutes les chansons, ils sont découpés, ils sont complètement coupés de nous, ils ne peuvent rien entendre. Ils ne peuvent ni entendre les votes les uns des autres, et ils ne peuvent pas suivre le déroulement des chiffres là sur notre cadran. Et j'appellerai chaque pays à tour de rôle, et ceci a été décidé au hasard. Et je demanderai au chef de jury de me déclarer ses votes dans l'ordre que les chansons ont été chantées. Si nous perdons contact avec un pays, alors je retournerai à ce pays lorsque j'aurai rassemblé les votes de tous les autres pays. Si à ce moment-là, je ne réussis pas à me mettre en contact, malheureusement, on devra dire que les votes de ce jury doivent être considérés nuls. Mais espérons que cela n'arrive pas. Maintenant, M. Clifford Brown est le scrutateur officiel de l'Union européenne de la radiodiffusion. Et c'est lui qui a tiré au hasard l'ordre dans lequel les votes me seront donnés. Et c'est à lui aussi le travail très important de contrôler que les chiffres enregistrés là-haut sont corrects. Et inutile à ajouter que sa décision est sans appel. Mr. Clifford Brown is the official scrutineer for the EBU, the European Broadcasting Union, and it was he who drew the lots that decided in which order the countries are going to vote. And he also has the most important job of controlling and checking that the figures given on that board are correct. And I need hardly add that his word is final. Well, I think we are all set. So let's call up our first jury, which is Finland. Die erste Jury ist Finnland. Finnland wird also jetzt werten. Katie Boyle, hello Brighton, Helsinki calling. May I have We your are votes? ready, and here are the results of the Finnish jury. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, un vote. Ein Punkt für Yugoslavia, England. 1 vote. La Yougoslavie, un vote. Ein weiterer Punkt für Jugoslawien. Sweden, 5 votes. La Na bitte. Suède, 5 votes. Schweden hat 5 Punkte bekommen von Finnland. Netherlands, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. Ein Punkt für die Italy, Niederlande. 2 votes. L'Italie, 2 votes. Somit sind die 10 Punkte von Finnland vergeben. That completes the voting of the Finnish jury.
if we count out the extra votes given to the announcer. Thank you and greetings from Finland. Bye-bye and good night. Thank you very much. Die finnische Jury hat gesagt, die Extrapunkte, die ihr zustehen, geben sie der Sprecherin Miss Boyd. Luxembourg. So, Luxembourg, êtes-vous là? Est-ce que je puis avoir Luxemburg wertet jetzt. Il n'y a pas de réponse de Luxembourg. Yes, Luxembourg is here. I hear you clearly. Kleine Verzögerung bei Luxemburg. Here are the results of the Luxembourg jury. Spain, 1 vote. L'Espagne. Hier kommt also der Punkt für Spanien. Sweden, 1 vote. La Suède, 1 point. Aha, hier nur ein Punkt für Schweden. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. An Monaco 2. Belgium, 3 votes. La Belgique, 3 votes. Ireland, 2 votes. L'Irlande, Und 2 Punkte 2 für votes. Irland. Italy, 1 vote. L'Italie, 1 point. And that completes the voting of the Luxembourg jury. Thank Right. Thank you very much, Luxembourg. And now we should go on to Israel. So, Erev Tov, Jerusalem. Brighton, Jerusalem calling. Here are the results of the Israeli jury. Die israelische Jury spricht wieder direkt aus Jerusalem. La Finlande, 2 points. Sweden, 2 points. La Suède, 2 points. Schon im Anfangsfeld liegt Schweden sehr weit vorne. Luxembourg, 2 votes. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Netherlands, 1 point. Les Pays-Bas, 1 point. Ireland, 1 point. Irlande, 1 vote. Italy, 1 point. Italie, 1 point. And that completes the voting of the Israeli jury. Good night and thank you very Hier much. arbeitet sich ein Unterschied zur österreichischen Wertung heraus. England hat erst einen Punkt, während England bei uns schon an zweiter Stelle liegt. An zweiter Stelle liegt Italien. Are you there? We are indeed. Hello, Brighton. Here are the results of the Norwegian jury. Die norwegische Jury. Spain, 2 votes. L'Espagne, 2 votes. Sweden, 2 votes. La Suède, 2 votes. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 point. Belgium, 2 votes. La Belgique, 2 votes. Holland, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. Ireland, 2 votes. L'Irlande, 2 votes. And that completes the voting of the Norwegian jury. Good night. Good night, Oslo. Thank you very much. Norwegen, United Kingdom Griechenland comes next. So let's see if we und can noch ein reach paar andere London. sind noch als weiße Felder an der Anzeigentafel. Jetzt kommt also die englische Jury an die Reihe. Da gibt es natürlich wieder keinen Punkt für England. La Finlande, 1 point. Israel, 2 votes. Israël, 2 votes. Ireland, 1 vote. L'Irlande, 1 vote. Switzerland, 1 vote. La Suisse, 1 point. Italy, 5 votes. L'Italie, Die 5 Engländer votes. geben den Italienern 5 Punkte und somit schließen die Italiener sehr eng auf. Giliola freut sich sehr darüber. Liegt Italien somit jetzt an zweiter Stelle nach Schweden. An dritter Stelle Irland mit 6 Punkten. Zagreb wird gerufen. Die jugoslawische Jury. Evening, Miss Boyle. You said it very well, this Dobrovecha, I must say. This is Zagreb calling, of course. I hope you can hear us well enough. Beautifully, beautifully. All right, then, here are the results of the Yugoslav jury. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 votes. Also 4 Punkte für England, somit holt England wieder ein bisschen auf. 1 point. La Suède, 1 vote. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 points. And Netherlands, 3 points. 3 Punkte für die Niederlande. And that completes the voting of the Yugoslav jury. Schweden, Good night, Brighton, Italien and thank you very much. und Good night, Zagreb. an der dritten Thank Stelle you. gleich And 2, we go nämlich on die Niederlande. to Greece. Jetzt habe ich die Anzeigentafel aus dem Auge verloren. Kalispera, Brighton. Hello, Brighton.
Ja, und Irland. Good evening and congratulations to you, Miss Boyle. Die griechische Jury. Here are the results of the Greek jury. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, 1 point. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 point. Belgium, 5 votes. La Belgique, 5 Somit votes. rückt Belgien ganz gewaltig auf an die zweite Stelle nach Schweden. Les Pays-Bas, 2 votes. Das ist eine kleine Überraschung. And Germany, 1 vote. L'Allemagne, 2 votes. Ja, der Gnadenpunkt für Deutschland. The voting of the Greek jury. Congratulations and good Griechenland night. und Portugal stehen Thank derzeit you noch very ohne much. Punkte da. Thank you very much, Athens. Well, it looks quite exciting between Sweden, Belgium and Italy, with the Netherlands coming up. Shall we go on to Ireland? Yes, we're good. Dublin. Dave, Katie, welcome. May I have your Das war also vote, jetzt die irländische Jury. Here's the voting of the In Irish Gälisch jury. begrüßt. Finland, 1 vote. La Finlande, 1 vote. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, 1 vote. Israel, 1 vote. Israël, 1 vote. It's getting monotonous. Sweden, 1 vote. La Suède, 1 vote. Luxembourg, 3 votes. Oh, thank you. Luxembourg, 3 votes. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote. Netherlands, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 vote. Italy, 1 vote. Italie, 1 vote. That completes the voting of the Irish jury. Good night. Es nimmt ein bisschen Wunder, dass Griechenland bisher überhaupt noch nicht beachtet worden ist. Diese folkloristische Nummer, die Marinella gesungen hat, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, ganz am Anfang des Contests, Guten Abend. ist doch eigentlich ein Favorit gewesen. Here are the results Das ist jetzt die deutsche Jury. German jury. United Kingdom, 2 votes. Royaume-Uni, 2 votes. Spain, 1 vote. L'Espagne, 1 vote. Sweden, 2 votes. La Suède, 2 votes. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Holland, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. And Switzerland, 1 vote. La Suisse, 1 vote. And that completes the voting of the German jury. Schweden ist noch nicht in großer Thank Gefahr, you very much, mit 14 Punkten doch ziemlich weit So vorne. now we go on. Aber mit 10 Punkten liegen gleich Still 3 very much in the Länder lead. All dahinter. the way. We go to Portugal. Boa noite, Lisboa. Boa noite, Brighton. Hier ist die portugiesische Voici Jury. les résultats du jury portugais. Espagne, 2 votes. Spain, 2 votes. 2 Punkte für Spanien. Auch das ein bisschen überraschend, dass Spanien Greece, 1 vote. nicht weiter vorne liegt. 2 votes. Israel, 2 votes. Yougoslavie, 1 vote. Yugoslavie, 1 vote. Suède, 1 vote. Sweden, 1 vote. Mühsam Monte nähert sich Carlo, das schwedische Eichhörnchen. Monte Carlo, 1 vote. Pays-Bas, 1 vote. Wait just a moment. The Netherlands, 1 vote. Italie, 1 vote. Italy, 1 vote. Et ceci termine le vote du jury portugais. Bonsoir, Brighton. Bonsoir, Lisbonne. Merci beaucoup. Die Niederlande und Italien stehen mit 11 the Punkten Netherlands, hinter Guten Schweden Abend, mit 15. Hilversum. May I have your votes, please? Ist Hilversum Here are the die results niederländische of the Netherlands Jury. jury. Spain, 1 vote. Espagne, 1 vote. Das ist auch ein ebenso mühsam sich näherndes Eichhörnchen, Spanien. Grèce, 4 votes. Israel, 2 votes. Israël, 2 votes. Sweden, 3 votes. La Suède, Na, da gibt's wieder einen gewaltigen Ruck nach vorne That für completes the ABBA. voting of the Netherlands jury. Good night. good night. Thank you very much, Hilversum. Now we go to Sweden and go afton, Stockholm. Good evening, Brighton. This Good is evening. Sweden. How nice. Die schwedische Very Jury. nice. Es gibt immer so ein kleines We Wortgeplänkel. give 1 point to Norway. 1 point à la Norvège. 2 points Greece. Greece, 2 points. Greece, 2 points. Israel, 1 point. Israel, 1 point. 1 point à Israël.
Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Netherlands, 3 points. Les Pays-Bas, 3 votes. Auch hier wieder ein gewaltiger Ruck nach vorne für die Niederlande. 2 points. L'Irlande, 2 points. That makes 10, doesn't it? I think it does, yes. Jetzt müssen wir ein bisschen die Daumen halten für Portugal. Portugal hatte noch überhaupt keinen Punkt erhalten und ist als einziges weißes Feld noch auf der Anzeigentafel. Hier ist jetzt die spanische Jury. Könnte sein, dass jetzt vielleicht der Freundschaftspunkt für Portugal fällt. Hello, Brighton. Ganz weit weg, die spanische We're Jury. delighted to hear you. Can we have your votes, please? Vous voulez me donner vos votes, s'il vous plaît? Hello, Brighton. Madrid calling. Good. Here are the results of the Spanish jury. Yugoslavia, 1 vote. La Yougoslavie, 1 vote. Sweden, 1 vote. La Suède, 1 point. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 point. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Ireland, 2 votes. Irlande, 2 votes. Portugal, Na 1 sehen Sie, vote. das war der Freundschaftspunkt der Spanier für Portugal. Italy, 2 votes. And this is the end of the Spanish voting. Thank you. Wenn ich also richtig sehe, dann ist Irland jetzt an der Spitze. I think we've got Nein. a mistake. Hold Nein, on a nein. moment. We had a mistake with Ja, Ireland. ja, so ist es richtig. 10 Punkte also nur für Irland. Unbestrittene Spitze weiterhin We're all von right Schweden now. gehalten mit 19 Punkten. Even I, with my bad maths, I thought something was a little wrong. We go on now to Miss Boyd ging es genauso Monaco. wie mir. Bonsoir Monte Carlo. Puis-je avoir vos votes, s'il vous plaît? Bonsoir Brighton, ici Monaco. Monaco, Voici les résultats mit seiner du jury Jury. monégasque. L'Espagne, 3 votes. L'Espagne, 3 votes. Spain, 3 votes. Norvège, 1 vote. Norway, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Irlande, 1 vote. Ireland, 1 vote. Italie, 4 votes. Italy, 4 votes. 4 Punkte für Italien bringt Et natürlich c'est dieses terminé Land sehr le weit vote nach du jury vorne. monégasque. Bonsoir Brighton. Bonsoir Monte Carlo. Eine Giliola Merci beaucoup. Cinquetti, die noch nicht Well, genau weiß, ob things sie are changing on the glücklich board. sein It's soll. between Sweden and Italy, so let's go on and see what happens after Switzerland have given their Es nimmt ein votes. bisschen Wunder, dass Guten England Abend. so wenige Punkte hat, aber das sind nun mal die Juryentscheidungen. Heureux de vous entendre. Jetzt ist die Schweiz an Voici der Reihe. donc les résultats du jury suisse. Royaume-Uni, 1 vote. Nein. United Kingdom, 1 vote. Suède, 5 votes. Das ist natürlich ungeheuer. 5 Punkte dazu für Schweden und ich glaube, dass damit Schweden der erste Platz nicht mehr streitig gemacht werden kann. Monaco, 1 vote. Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote. Na, endlich kommen sie von der Portugal, 2 votes. kleinen Position Portugal, 1 weg 2 in votes. Deutschland. Voici, ça fait 10 votes. Ceci termine donc le vote du jury suisse. Bonsoir, Brighton. Ganz aufgeregt die Gruppe, Et aber on continue maintenant aus Schweden. en Belgique. Brussels, are you there? Bonsoir Bruxelles. hier kommt jetzt die belgische Jury. No doubt about it. It's Sweden's way in the lead. Now, have we Brussels? Yes. Bonsoir Bruxelles. Bonsoir Brighton, ici Bruxelles. Voici les résultats du jury belge. Royaume-Uni, 1 vote. United Kingdom, 1 vote. Norvège, 1 vote. Norway, 1 vote. Yougoslavie, 1 vote. Yugoslavia, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Kein Punkt für Monte-Carlo, Schweden. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Pays-Bas, 1 vote. Netherlands, 1 vote. Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote. La Suisse, 1 vote. Switzerland, 1 vote. Italie, 1 vote. Italy, 1 vote. Et ceci termine le vote du jury belge. Bonsoir Brighton. Bonsoir, merci beaucoup. And we come to our final jury, which is Italy. Jetzt kommt die letzte Buonasera, Jury an die Reihe, Hello, nämlich Brighton. Italien. Good evening, Katie. Good evening. May I have your votes, please?
Here are the results of the Italian jury. United Kingdom, 3 votes. Royaume-Uni, 3 Damit votes. rückt England doch wieder ein bisschen weiter vor, mit 14 Punkten jetzt, gleich wie Monaco. 3 votes, 3 votes. Yugoslavia, 2 votes. Yugoslavia, 2 points. And Luxembourg, 2 votes. Luxembourg, 2 votes. And that completes the voting of the Italian jury. Congratulations and good night. Somit sind alle Jurys jetzt durchgefragt. Und wir haben das Ergebnis auf der Anzeigentafel. Schweden ist der überlegene Sieger des Eurovision Song Contests 1974, aber mit ihrem Lied Waterloo. Und damit stimmt natürlich auch die Wertung, die die österreichischen Zuschauer heute telefonisch abgegeben haben. Der erste Platz für die österreichischen Zuschauer und der offiziellen Jury, unbestritten und ganz vorne, Schweden mit Waterloo. Eurovision 1974, c'est Waterloo, la Suède avec Waterloo, chanté par ABBA. Et pour présenter le Grand Prix, et au compositeur et à l'auteur, il y a le directeur général de la BBC et président de la EBU, URR, Sir Charles Curran. And to present the Charles Curran, der Präsident der EBU, wird nun den schwedischen Beitrag prämieren und die Medaille des Eurovision Song Contests 1974 der schwedischen Gruppe, dem schwedischen Komponisten überreichen, denn dieses ist ein Song Contest und nicht ein Performance Contest. Für Waterloo bekommt Benny Andersson und Björn Ulvaeus für die Musik und Stikkan Andersson für die Texte diese Medaille. Mesdames et Messieurs, des téléspectateurs et les auditeurs de l'Europe, I am delighted, both as Director General of the BBC and as President of the European Broadcasting Union, Ich freue mich sehr, sowohl als Direktor der BBC als auch als Präsident der EBU, gratulieren zu können den Gewinnern des Eurovision Song Contests 1974. Und hier kommen nun die Autoren. Es handelt sich hier offensichtlich nur um den einen. Von schwedischem Beitrag Waterloo, Benny Andersson. Benny Andersson nimmt die Medaille entgegen, ruft offensichtlich ABBA auf die Bühne oder seinen zweiten Komponisten, denn das ist ein Lied, das von 2 Komponisten gemacht wurde. Björn Ulvaeus ist offensichtlich nicht da. Hier ganz groß die Medaille, so sieht sie aus. And after all that, it only remains for me to say goodbye to you, wherever you are, from all of us here at Brighton. Et après tout cela, il ne me reste qu'à souhaiter à vous tous. Miss Boyd verabschiedet sich nun von allen Zuschauern in den 32 Ländern, in die der Eurovision Song Contest 1974 hinausgegangen ist. Und wir, meine Damen und Herren, wir verabschieden uns auch jetzt von Ihnen, bevor ABBA noch einmal den Winning Song präsentieren wird, Waterloo. Wir bedanken uns besonders herzlich dafür, dass Sie bei der österreichischen Sonderwertung mitgetan haben. In Österreich, für die Zuschauer in Österreich ist Schweden auch am ersten Platz gelandet. Und ich muss sagen, die Übereinstimmung der österreichischen Jury und der offiziellen Jury ist doch etwas, was milde stimmt. Hier kann also nicht mehr von Schiebung gesprochen werden, sondern hier hat der Geschmack, der gute Geschmack und der moderne Geschmack gesiegt. Gute Nacht. It's always repeating itself.
enorm applaus voor de groep ABBA. Ik weet niet wat er hier nog volgt, maar ik dacht dat we met deze beelden, met een juichende menigte en met 6 dolgelukkige Zweden maar afscheid moesten nemen. Volgend jaar de finale dus duidelijk in Stockholm, maar wordt nu gekust. Dit groepje logeert in hetzelfde hotel als de Nederlandse kolonie, dus veel nachtrust zullen we wel niet krijgen. Tot volgend jaar wat het Eurovisie Songfestival betreft. Goedenavond en wel te rusten.